Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Heute ist nämlich schon Tag 137 unserer gemeinsamen Lernreise. Wahnsinn, Tag 137. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Und heute haben wir ein Thema, das in deutschsprachigen Ländern wirklich überall im Alltag präsent ist. Es geht um Umwelt und Recycling. Genau, wenn man hier lebt, merkt man das ja sofort. Stichwort Mülltrennung. Das ist ja fast schon, ein inoffizieller Nationalsport bei uns. Richtig. Es gibt da ganz klare Regeln, strenge Abholzeiten und einfach eine tiefe gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass jeder mitmacht. Und weil dieses Thema so wichtig ist, schauen wir uns das heute genauer an. Und deshalb ist unsere Mission für heute auch ganz klar. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag, die genau mit diesem Umweltthema zu tun haben. Aber bevor wir richtig einsteigen, habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Das ist ein toller Rat. Das Sprechen wird so viel natürlicher, wenn man die Melodie einfach nachmacht. Und bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Genau. Darin kommen dann alle 15 Wörter noch einmal in einer echten Alltagssituation vor. Also, lass uns direkt beim Problem starten. Womit beginnt das Umweltthema im Haushalt meistens? Ich würde sagen, mit dem, was wir am Ende des Tages wegwerfen, oder? Ganz genau. Und da sind wir schon bei unserem ersten Wort für heute, der Abfall. Ah, der Abfall. Auf Englisch bedeutet das Waste, richtig? Richtig, Waste. Das ist die offizielle Definition für alles, was unbrauchbar ist und weggeworfen wird. Aber warte mal, was ist dann da der Unterschied zu dem Wort Müll? Das hört man ja auch ständig. Das stimmt. Also Müll klingt oft einfach nach Schmutz. Abfall hingegen ist das formellere Wort. Die Behörden sprechen immer von der Abfallwirtschaft. Ah, verstehe. Also ein guter Beispielsatz wäre, wir müssen versuchen, die Menge an täglichem Abfall im Haushalt deutlich zu reduzieren. Sehr schönes Beispiel. Und dieser Abfall besteht im Supermarkt ja oft aus unserem zweiten Wort, die Verpackung. Die Verpackung. Das englische Wort dafür ist Packaging. Genau, das ist die Hülle aus Plastik, Papier oder Glas, die ein Produkt eigentlich schützt. Ja, also wie die Schale von einer Frucht. Stell dir vor, du kaufst eine Banane, die hat ja schon eine natürliche Schutzhülle und trotzdem ist sie oft noch in Plastik eingewickelt. Das ist doch verrückt, oder? Absolut. Die Verpackung wird in dem Moment zum Abfall, in dem du das Produkt zu Hause auspackst. Das Plastik bleibt aber leider in der Natur. Das stimmt. Unser Beispielsatz hier ist, viele Lebensmittel im Supermarkt haben leider eine viel zu große Verpackung aus Plastik. Und wenn dieses Plastik in der Natur landet, passiert genau das, was unser drittes Wort beschreibt. Ein Verb, verschmutzen. Verschmutzen, das bedeutet to pollute. Richtig. Es bedeutet, die Umwelt durch Abfälle oder giftige Stoffe dreckig und ungesund zu machen. Und weil es ein Verb ist, schauen wir uns das perfekt an. Das heißt, hat verschmutzt. Hat verschmutzt. Also, ein Beispiel. Schwere Tankerunfälle können das Meer und die Küsten für viele Jahre schwer verschmutzen. Oh ja, das ist leider wahr. Der Schaden ist oft schon in der Vergangenheit passiert, also man hat die Küste verschmutzt und wir leiden heute noch darunter. Und das führt uns direkt zum vierten Wort, weil so ein Verhalten extrem umweltschädlich ist. Dass etwas der Natur aktiv schadet. Also zum Beispiel chemische Reinigungsmittel sind oft umweltschädlich, wenn sie ungefiltert in den Abfluss gelangen. Richtig. Der logische Zusammenhang ist da eigentlich sehr klar. Wenn wir zu viel Abfall produzieren, verschmutzen wir die Erde, was extrem umweltschädlich ist. Okay, das haben wir verstanden. Aber was machen wir jetzt im Alltag dagegen? Das bringt uns zu Wort Nummer 5. Entsorgen. Entsorgen ist ein sehr wichtiges Verb im Deutschen. Auf Englisch heißt es to dispose of. Und das Perfekt lautet hat entsorgt. Ein gutes Beispiel für den Alltag ist, man muss alte Medikamente in der Apotheke entsorgen. Das ist ein super Beispiel. Aber ich frage mich da immer, warum sagen wir nicht einfach wegwerfen? Das ist ein interessanter Punkt. Entsorgen bedeutet, dass man den Müll auf die fachlich richtige Weise wegbringt. Also mit System. Wenn du etwas entsorgst, machst du es richtig, damit es recycelt werden kann. Ah, okay. Und ein ganz sichtbarer Teil von diesem System ist unser 6. Wort. Der Container. Ja, der Container.
Das englische Wort ist praktischerweise genau dasselbe, also Container. Das ist ein sehr großer Sammelbehälter für Wertstoffe, der oft auf der Straße steht. Genau. Also mein Beispielsatz ist: Bringst du bitte die leeren Weinflaschen zum Glascontainer an der Straßenecke? Sehr gut. Aber Achtung, in Deutschland wirft man am Sonntag besser kein Glas in den Container. Das ist furchtbar laut und die Nachbarn mögen das gar nicht. Oh ja, die Sonntagsruhe ist heilig. Aber gut, neben dem Trennen am Ende versuchen ja viele Leute auch schon beim Einkaufen aufzupassen. Das bringt uns zu Wort Nummer 7. Biologisch. Ein sehr präsentes Adjektiv. Auf Englisch sagt man biological oder organic. Es bedeutet, dass etwas natürlich entstanden ist, also ohne chemische Pestizide. Man sieht ja überall dieses Bio-Siegel im Supermarkt. Ein Beispielsatz wäre: Viele Menschen kaufen nur noch biologische Lebensmittel, um Pestizide zu vermeiden. Richtig. Das ist ein großer Trend, um die Böden zu schützen. Ja, finde ich auch extrem wichtig. Mhm. Ein toller Gedanke, um kurz durchzuatmen. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das unterstützt uns wirklich sehr. Also, wir haben jetzt viel über Müll und das Einkaufen gesprochen. Aber was ist eigentlich mit der Luft und der Energie? Das ist die zweite große Seite der Umwelt. Und da starten wir mit Wort Nummer 8, ein Verb. Produzieren. Produzieren. Auf Englisch heißt das to produce, oder? Ganz genau. Es bedeutet, etwas herzustellen oder zu erzeugen. Meistens in der Industrie. Das Perfekt lautet, hat produziert. Hat produziert, also zum Beispiel: Wir müssen weltweit deutlich weniger Plastik produzieren. Absolut. Denn fast immer, wenn die Industrie viel produziert, entsteht auch Schmutz in der Luft. Und das ist unser 9. Wort. Das Abgas. Das Abgas. Das englische Wort dafür ist Exhaust Gas. Ich stelle mir das immer wie den unsichtbaren Abfall für die Luft vor. Ja, das ist ein schönes Bild. Es ist ein gasförmiger Abfallstoff, der bei Verbrennungsprozessen entsteht. Ein klassisches Beispiel: Die Abgase von LKWs sind ein großes Problem für die Luftqualität in den Innenstädten. Das spürt man sofort, wenn man an einer großen Straße steht. Total. Aber neben Fabriken und Autos gibt es ja noch einen Bereich, der viel Energie braucht. Und das bringt uns zu Wort Nummer 10. Erzeugen. Ein weiteres Verb, erzeugen, bedeutet to generate auf Englisch. Es heißt, etwas entstehen lassen. Das Perfekt ist, hat erzeugt. Hat erzeugt. Aber was ist denn der Unterschied zwischen produzieren und erzeugen? Das ist oft verwirrend. Ja, das verstehe ich. Also produzieren nutzt man meistens für Dinge, die man anfassen kann. Ein Auto, eine Flasche. Erzeugen nutzt man oft für unsichtbare Dinge, besonders bei Energie oder Strom. Ah, also ein Beispielsatz: Solaranlagen auf dem Dach können genug Strom erzeugen, um ein Haus zu versorgen. Perfektes Beispiel. Und wenn wir Strom im ganz großen Stil erzeugen, dann brauchen wir dafür unser 11. Wort. Das Kraftwerk. Das Kraftwerk. Auf Englisch ist das ein Power Plant, also eine große Anlage, in der Strom erzeugt wird. Genau. Ein Satz dazu wäre, in der Nähe der Stadt wurde ein neues Kraftwerk gebaut, das nur mit Wasserkraft arbeitet. Das ist denn ja ein gutes Kraftwerk ohne Abgase. Aber selbst sauberer Strom hilft nicht, wenn wir ihn verschwenden. Das führt uns zum letzten Block für heute, unser eigenes Verhalten. Wort 12 ist das Verb verbrauchen. Verbrauchen. Auf Englisch to consume. Es bedeutet, Ressourcen wie Wasser oder Strom für einen bestimmten Zweck zu nutzen. Und das Perfekt? Das Perfekt ist, hat verbraucht. Okay, also Elektrogeräte im Standby-Modus verbrauchen unnötig viel Strom. Richtig. Und das ist tragisch, weil diese Ressourcen nicht unendlich sind. Sie sind oft sehr kostbar. Und das ist unser 13. Wort. Kostbar. Ein Adjektiv. Auf Englisch precious. Es beschreibt Dinge, die von sehr hohem Wert und meistens auch selten sind. Genau. Schmuck ist kostbar, aber eben auch unsere Ressourcen. Sauberes Trinkwasser ist ein extrem kostbares Gut. Ich stelle mir Wasser immer wie flüssiges Gold vor, wenn ich den Wasserhahn aufmache. Das ist ein toller mentaler Trick. Ja, das hilft wirklich. Und weil es so kostbar ist, müssen wir Wort 14 sein, nämlich sparsam. Sparsam, auch ein Adjektiv. Auf Englisch economical. Es bedeutet, nur sehr wenig von einer Ressource zu nutzen. Also ein Beispiel aus dem Alltag bitte: Gehen Sie im Hochsommer besonders sparsam mit dem Trinkwasser um. Sehr gut. Sparsam fordert von uns Menschen, dass wir aufpassen.
Aber es gibt auch eine technische Lösung und das ist unser 15. und letztes Wort. Effizient. Effizient. Auf Englisch efficient. Das bedeutet, dass wir mit wenig Einsatz ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Maschinen können sehr effizient sein. Wie zum Beispiel ein Kühlschrank. Moderne Kühlschränke arbeiten viel effizienter und brauchen weniger Strom. Genau. Und wenn wir das alles zusammenfassen, entsteht ein super logischer Satz. Ja, lass mal hören. Wer effizient ist, geht sparsam mit kostbaren Dingen um, damit wir insgesamt weniger verbrauchen. Oh, das war wirklich wunderbar zusammengefasst. Danke. Und um euch zu zeigen, wie all diese 15 Wörter im Zusammenhang klingen, haben wir jetzt unsere Mini-Story für euch. Genau, lehnt euch zurück und hört gut zu. Also, die Geschichte handelt von Tom. Tom ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Aber eines Morgens trifft ihn eine Erkenntnis wie ein Blitz. Sein bequemer Alltag ist massiv umweltschädlich. Oh, das ist ein harter Moment. Ja, total. Er steht in seiner Küche und blickt auf den überfüllten Abfall. Ihn macht die viele Verpackung aus Plastik, die er immer wieder nach Hause bringt, einfach wütend. Das kann man wirklich gut nachvollziehen. Finde ich auch. Also beschließt er, sein Leben zu ändern. Zuerst fängt er an, richtig zu entsorgen. Sehr gut, das ist der erste Schritt. Genau. Er bringt sein Altglas jetzt immer gewissenhaft zum Container an der nächsten Straßenkreuzung. Und ab sofort kauft er lieber biologisch auf dem Wochenmarkt ein. Ah, weil die Bauern dort viel weniger künstliche Stoffe produzieren müssen. Richtig. Ganz genau. Doch auf der Fahrt zum Markt fällt ihm plötzlich auf, wie viel dunkles Abgas aus dem Auspuff seines alten Autos strömt. Oh je, das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Luftqualität in der Stadt. Nein, ihm wird bewusst, dass sein Auto die Atemluft extrem verschmutzen kann. Also lässt er das Auto ab diesem Tag einfach stehen und nimmt das Fahrrad. Sehr konsequent von Tom. Ja, und zu Hause denkt er dann über den Strom nach. Er weiß, dass ein riesiges Kraftwerk weit draußen vor der Stadt sehr viel Energie erzeugen muss, damit er abends bequem fernsehen kann. Und weil Energie wirklich kostbar ist, will Tom ab jetzt sparsam sein und viel weniger Strom verbrauchen. Das ist ein toller Vorsatz. Und wie macht er das? Er kauft sich einen neuen Kühlschrank, der extrem effizient arbeitet. Am Ende des Tages fühlt Tom sich einfach viel besser. Er hat zwar nicht die Welt gerettet, aber er hat Verantwortung übernommen. Das ist wirklich eine großartige kleine Geschichte. Sie ist ein perfektes Beispiel für nachhaltiges Verhalten im Alltag und bündelt unsere Vokabeln wunderbar. Finde ich auch. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Sätze. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema: Reisen im Ausland. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.